Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampyr. Ja, wo sind wir denn hier? Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn stehen geblieben? Bei der guten alten Enid sind wir auf alle Fälle. Der haben wir die Medizin gegeben. Wir müssen uns noch immer dem Escalon Club vorstellen. Aber ich will noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Wir schauen mal in die Karte rein. Was haben wir denn hier alles? Kapitel 4. Enid geht's gut. Oh, stimmt. Wir wollten ja... Wir haben noch 3 unbekannte Personen hier in diesem Viertel. Allgemein die Docks. Warte mal, schauen wir mal, wo sind denn... Wo dürfen wir... Hallo, Karte? Jetzt. Die Docks. Western Docks. Und die Frage ist halt, sind die bei den Western Docks oder sind die auch bei den anderen Docks, ne? Das heißt, der D-Docks und... Wer ist das? Martin Nightingale? Den kennen wir schon, oder? Ja. Den kennen wir schon. Da ist ein Hinweis. Ein gesperrter Hinweis. Können wir mit dem mal reden und den vielleicht in Erfahrung bringen? Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reed. Ich bin doch gar nicht mehr so jung. Neuigkeiten über Sean Hamptons Unterkunft? Have you heard anything recently concerning Sean Hampton's shelter? He keeps investing time helping the poor and sick. Good for him. And for them. Mhm. Und haben Sie Sorge über die Lage in London? Are you feeling worried about the sanitary situation in London? This city is falling apart. The disease kills so many people. No one cares about anything or anyone anymore but themselves. Ja, kenne ich. Ist in der realen Welt nicht viel anders, ne? Persönliche Fragen haben wir hier. Nee, haben wir nix. Okay, schade. Ja, dann tschüss. Wir könnten ihn mesmerisieren, wir können die Erfahrungspunkte gut brauchen, aber ich will nicht alle töten, ne? Ich will nicht alle töten zu unserem eigenen Vorteil. Wirklich nur die Bösewichte, die wirklich böse sind, die können wir ausräumen. So, warte mal. Und die Frage halt wirklich, wo sind diese anderen 3 Personen? Itchabot, kennen wir den? Okay. Ich glaube, dass Jack Gillingham von Vampiren getötet wurde. Was? Vampire? Die gibt's doch gar nicht. Die sind ein Gerücht. Wer ist da hinten noch? Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Ja, Have you nein. noticed anything suspicious lately? Ja, verdächtig? Wir? Nee. Aber da weitere persönliche nie. Über die Wahl von Breven konnte man ihn fragen, aber das haben wir ja schon. Ihr Leben in London. Kennen wir auch schon. Neuigkeiten über Sean Hamptons Notunterkunft? Vielleicht Have you das? heard any rumors regarding Sean Hampton's shelter? The sad saint will always be a target for vampires, but I'm keeping an eye out. Er ist selbst ein Vampir, aber sagen wir keinem, ne? Machen Sie sich denn Sorgen über die Lage in London? Are you worried about the sanitary situation in London? It seems the Guard of Priwen has declared war on vampires. I'm not sure if that's a good thing, though. Really? I thought you'd be thrilled by this news. The Guard can be reckless. They rush into a fight without thinking. The citizens of London should not be the collateral victims. Ja, da hast du recht. Goodbye. Also der Krieg And da, good ne? hunting, Mr. Throgmorton. I hope they'll all return to the shadows once the epidemic has passed. Oh ja. Es ist halt wirklich ein Problem, dass durch diese Epidemie so viele verwandelt werden, ne? Dass die Seuche sich so ausbreitet. Ist ja sehr an sich schon doof. Oh, so viele Ratten. Hier muss also irgendwo ein Unterschlupf sein. Aber ich hab hier doch irgendwen gesehen, ne? Oh. Ein Vulkot. Alles klar. Ich dachte, warte mal, wo sind wir denn jetzt unterwegs? Wir müssten mal hier auf die andere Seite rüber. Ich würde gerne die anderen 3 Personen finden. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Konnten wir hier rüber? Ja, sehr schön. Wo sind diese 3 unbekannten Personen? Ich würde die echt gern kennenlernen. Vielleicht brauchen die unsere Hilfe und wir wissen es noch gar nicht. Archer. Den kennen wir schon, oder? Ach, come on. Woodbat. Von seinem Sohn Andrew.
Haben wir da vielleicht was Neues? Lost. Good evening, sir. Ich bin so ein bisschen raus mit den Personen, amazed you ne? made it back to the docks alone. Good for you. Well, I could say the same about you, young man. More to the point, who the hell are you? I'm Dr. Jonathan Reed. And I am Archer Woodbead. Please excuse my assertiveness. I often forget I'm just an old prune. Ist das der die Plakate aufgehängt hat? Meine persönliche Fragen. Oh, waren Sie schon immer so verbittert? Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. Okay. Alle Leute beschweren sich immer. Nee, die Zukunft wird besser, glauben Sie mir, mein Freund. As a practitioner, I believe science will provide a new standard of welfare. It's just a matter of time. I'd like to believe you, Doctor. But recently all science has been good for is mustard gas and machine guns. But what about social progress? What about women getting the right to vote? Things can change for the better. I've never voted, not once. And my wife, God rest her soul, she was too busy taking care of the kids to vote. Erzählen Sie mir von der Wache. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Was? Archer gibt der Wache von Priwen die Schuld am Verschwinden seines Sohnes. Ja, okay. Ihr Sohn ist bei der Wache von Priwen. Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. Er hat ihnen keine Erklärung hinterlassen. So your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Und warum ist er also beigetreten? You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbead? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. Einen Hinweis brauchen wir noch. Übers Leben in London. Oh, können Sie mir was über diesen Stadtteil erzählen? What can you tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Was ist denn mit den Gangs? And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member. I was their leader. Oha, Archer war der Anführer der Wet Boot Boys, als sie noch eine achtbare Gang waren. Oh, alles klar. Und er hat keine Nieren. For a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. Sie vermissen die gute alte Zeiten. Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. Können Sie mir ein paar Geschichten über die Docks erzählen? If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Wem kann man denn vertrauen? Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout if you catch my meaning.
Kennen Sie noch jemanden von früher? Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. Gibt es irgendwelche auffälligen neuen Gesichter? Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Seltsam und unheimliche Gestalten. I'm sure a district as colorful as the docks must have plenty of stories about strange visitors and creepy characters. So, you want me to talk about the sewer dog, don't you? If you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though, despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. Wir könnten ihn mitnehmen, ne? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten bei Seanhamptons Notunterkunft? Do you have any recent news on Seanhampton's shelter? The man is still here. He's trying to help others despite the terrible things he endured. I'm impressed. Machen Sie sich Sorgen über die Lage in London? Are you worried about the sanitary situation in London? I never thought I'd live to see the last days of London. Just another thing I was wrong about, I suppose. Erzählen Sie mir ein bisschen von den Wet Boot Boys. Tell me about the Wet Boot Boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Wir können ihn mitnehmen. Ein ehemaliger Gangster, der sicher einige Sachen auf dem Kerbholz hat. Wir brauchen EP. Er ist gesund. Wir müssen stärker werden. Unser erstes Opfer. Ein ehemaliger Gangster. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, aber wir brauchen seine Kraft. So my Andrew was right. Monsters exist. The guard will nail you down, vampire. My son will kill you. Dieser Bezirk wird bald, ja, Konsequenzen dieser Handlung. Wenn wir alle töten von einem Bezirk, ne? Dann gibt's auch keine... Oh, hi. Hey, ne? Moin Leute, ihr habt doch nichts gesehen, oder? Können wir mit ihnen reden? You again. What do you want? Ich wollte doch nur quatschen. Haben wir weitere persönliche Fragen? Na, von ihm fehlt uns noch ein Hinweis, ne? Ihr Leben in London, ja, da wissen wir einfach nichts. Sorgen über die Lage in London. Are you worried about the conditions in London? I've heard rumors about some sort of militia patrolling, killing the sick. The Wet Boot Boys are overrun. Ich würde gerne die Wet Boot Boys ausmerzen, ne? Können wir mit dir nochmal vielleicht eine Hello Info, again, ne? Dr. Reed.
What do you want? Persönliche Fragen. Nee, da fehlt noch was. Leben in London, aber wahrscheinlich auch nichts Neues. Hinweis benötigt, da fehlt noch ein Hinweis, okay. Ja. Okay, Goodbye, tschüss. Da ist der Betrunkene, ne? Good evening, Mr. Delaney. What? Der hat sich doch gerade hingesetzt, der Arme. Ja, der ist halt nicht immer Hacke, ne? Neuigkeiten über Sean Hamptons Notunterkunft? Do you have any recent news of Sean Hampton's shelter? I still sleep over there from time to time. A sad saint still manages the place, even if he's a little bit more reclusive since he returned. Sorgen Sie sich über die Lage in London? Are you worried about the sanitary situation in London? More contagion, more despair, more guns and more dead. More alcohol. Ja, das ist wichtig für dich, ne? Mögen Sie etwas an diesem Bezirk? Is there anything in particular that you like about this part of town? Except for the cheap drinks, I mean. How dare you say such a thing? I love this neighborhood. So friendly, so joyful. Also gibt es keinerlei Grund zur Freude? No reason at all to rejoice, then? Life is hopeless and then we die, is that it? Let me tell you a story. Ja, vielleicht ein Another andermal. time, perhaps. I'm not sure I want to hear another sad story. Goodbye, Mr. Delaney. Mit Dom haben wir auch schon länger nicht mehr geredet, ne? Welcome back, Doctor. What can I do for you? Persönliche Fragen haben wir da was. Oh, Sabrina scheint Ihnen sehr zugetan. Sabrina seems very fond of you, Tom. I like her too. I really do. I know I'm her boss and I'm much older and all. But I like her for sure. What is bothering you then? Sabrina is an angry one. She wears it like a coat. I'm not sure I can make her shed that anger. It hurts to see her like that. Verständlich, verständlich. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über Sean Hamptons Notunterkunft? Have you got any recent news on Sean Hampton's shelter? It's still there, just like the turquoise turtle. That means there is still hope, somehow. Machen Sie sich Sorgen über die Lage in London? Are you concerned about the sanitary situation? It may surprise you, but I'm not. I've heard about the men-at-arms and the fights between gangs at night, but that's nothing new. I wish I shared your optimism. It's not optimism. Gangs have been fighting in this part of town since before I was born. This war will stop when enough blood has been spilled. Aber nur der Krieg unter den Gangs. Können wir mal über Sabrinas Angst reden? Why does your waitress feel in danger working on the docks? This part of town is dangerous for all, but for women it's worse, as always. Sabrina is a brave girl, but she can't help feeling in danger. Do you think she has good reason to feel this way? Are you not worried about her safety? Of course I am. The truth is, she's tougher than me deep inside. She just has to learn to control it. Goodbye, Mr. Watts. Dann gehen wir mal mit Sabrina reden. Wet boot boys get what's coming to them. Perhaps I should shut the turquoise for a time. Still Sabrina. working at this hour. That's what I call dedication. Natürlich, natürlich. Tagsüber gibt's nur Sonnenbrände. Jetzt reden wir mal über die wahren Gefühle für ihren Boss, ne? Sabrina, tell me about your true feelings for your boss. I love Tom. Not ashamed of it. Don't care if the customers joke about it neither. Liebt Dom sie denn auch? Does Tom love you? Yeah, but he's always reluctant to take it further. It's not because I'm younger, or because of the colour of my skin. He hates jokes about us. Glaube ich eher nicht. Aber wer lacht denn über sie? Who's mocking you? I mean, we're always together. People will talk, won't they? Wow. Sonst haben wir nix. Neuigkeiten über Sean Hamptons Notunterkunft.
Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? I was told he caught a deadly disease but survived against all odds. Maybe he really is touched by grace. Machen Sie sich denn Sorgen über die Lage in London? Are you worried about the sanitary situation? Of course I am. Everywhere's deserted, houses, streets all empty. People buying guns. We hear them go off every night. It's bloody frightening. Goodbye, Miss Cavendish. Alles klar. Viel haben wir ja nicht erfahren. Warte mal, haben wir hier sonst noch jemanden in der Nähe, mit dem wir quatschen können? Aber sie ist komplett auf dem Holzweg, ne? You know, it would be nice to see each other outside the pub sometime. This situation won't last forever. After, we'll have plenty of time to plan the future. Good thing we haven't seen Seymour for a while. Even Dyson has stopped coming in every night. The pub's become right peaceful, don't you think? Ziemlich ruhig sogar. Unbekannt. Da oben sind sie ja. Aber wie kommen wir hier hin? Da ist eine dieser unbekannten Personen im Gebäude. Oder hier hinten irgendwo. Also irgendwie müssen wir da hinkommen, ne? Zur Unbekannten. Oh. Vielleicht ja auch so. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. Oh, tschüss. Nee, lassen Sie mich rein. Disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? Oh ja. It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Natürlich haben wir recht. I can't remember the last time I had a good sleep. Da ist aber nur sie, ne? Die nächste unbekannte Person. Oh ja. Wir lernen jetzt alle kennen. So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. Erzählen Sie mir mal über Ihr Leben in London. Wie ist denn das Leben hier? How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Ja, da haben Sie recht. Die Epidemie erzeugt Gewalt? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs, if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Ja, die Gangs werden ja auch nicht mehr ewig, ne? Gewalt zehrt von Armut? Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. Was machen Sie denn beruflich? May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson Rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum, in exchange for food. Mit Pension ist halt auch nichts mehr, ne? Ist der Mann denn im Krieg verstorben? Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. Ja, bei der Arbeit, ja, shit. Ja, ne, die Sicherheitsfahrkraft war da nicht sehr aufmerksam, ne? Und wie zahlen Sie denn Ihre Miete? How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. Seymour, kennen wir Ihren Sohn?
Ich weiß nicht, ob wir den schon kennen. Okay, da fehlen uns noch Hinweise. Haben Sie irgendwelche Neuigkeiten bei Sean Hamptons Notunterkunft? Do you have any news about Sean Hampton's shelter? I just heard the sad saint keeps on helping the sick and poor. God bless his soul. Lass uns da mal nix. Nee. Nee. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. So, Fishburne hat sie gesagt, ne? Kennen wir? Na, Cavendish. Ah, nee, da ist keiner. Von denen ist der Sohn von ihr. Oh, dann beklauen wir sie. Borgen wir die verschlossen, okay? Ja. Alter, was für ein Riesenhaus, ne? Die meisten Leute haben so ein Zimmer und sich einfach so eine ganze Riesenhütte. Also so schlecht dürfte der Sohn nicht verdienen an den Docks, damit sie sich das leisten können. Die haben sogar eine Heizung. Dann mal wieder raus. Da draußen war nämlich der nächste Unbekannte. Mit dem quatschen wir gleich. Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. Noch nicht. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Rufus sagt mir aber irgendwas, ne? Blutarmut, haben wir da was? Erzähl mir mal über dein Leben in London, über diesen Stadtteil zum Beispiel. What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Warum meiden dich denn die Leute? Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Rufus der Curse, der Typ, ne? Den wir ausgesaugt hatten, der hat ja von Rufus der Curse geredet. Er ist, glaube ich, ein Wetboot Boy. Hast du je darüber nachgedacht, vorzugehen? Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. Und was machst du hier? What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Irgendwelche neuen Gerüchte? What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. Hast du denn Arbeit? Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. Persönlich, bist du denn alleine? Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. Du solltest vorsichtig sein. You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Stella ist für Rufus Kingsbury wie eine Mutter. Okay, okay. Neuigkeiten über Sean Hamptons Notunterkunft? Heard anything about Sean Hampton's shelter lately? I heard that Mr. Hampton has been very sick, but now he's better. Hast du irgendwelche Sorgen über die Lage in London? Are you worried about the sanitary situation? I never really felt safe in this town anyway.
Now's the first time that everyone seems to feel the same way as me. Is anything worrying you right now? Gunshots? I hear them every night. Who's firing? Who are they shooting at? That's what's scary. Das glaube ich gern. Junge, du siehst ein bisschen blutarm aus, ne? Ich könnte dir da helfen. A real doctor caring about me? That's a first. I feel like a real person. Du bist ein echter Mensch, Rufus. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. Aber das war nur eine der Krankheiten, die er hat, oder? Kein Blutverlust mehr. So. Jo. Oh, das war der einzige. War da nicht einer mit 2 Krankheiten? Sonst haben wir eh nix. So long, Rufus. Be careful. Take care. Armer Junge. So love to gaze at the stars. The fog's been hiding them of late. Jo, ziemlich nebelig hier, ne? Und eine Person müsste hier noch unterwegs sein, die wir nicht kennen. Aber wo ist die? Jetzt haben wir bald alle hier auch an den Docks kennengelernt, auch schon die erste Person mitgenommen. Die nächste unbekannte Person, und mit der reden wir aber in der nächsten Folge. Wir sind halt echt schon wieder am Ende angekommen. Viel haben wir nicht gemacht. Wir haben ein paar Erfahrungspunkte haben wir gesammelt, wir haben ein paar Leute kennengelernt und nächste Folge, wir müssen halt einfach mal EP sammeln, ne? Hau nicht ab! Hau nicht ab, Junge, wir wollen mit dir reden! Wir müssen halt einfach EP sammeln, dass wir um einiges stärker werden. Wir sind Stufe 17 und die meisten Gegner sind schon 24. Das heißt, auf die nächste Nacht rüber müssen wir viel Erfahrungspunkte ausgeben und um einiges stärker werden. Aber mal schauen, was dieser neue Kollege hier zu sagen hat, wer er ist und ob er vielleicht ein potenzielles Opfer sein könnte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Tschö mit Ö.